So von der Zeit haben wir hier so aus, dort als Kinder Gottes haben wir Frieden mit Gott und dann darf wir uns nicht verdammt fühlen. Und dann kann Satan nicht mehr eine Macht uns zu verklären und er kann uns nicht mehr beschuldigen. Warum nicht? Wenn es sagt in Römer, Kapitel 8, Vers 1, dort sagt, dann hast du dich nicht mehr zu verdammen, da du in Jesus Christus sind. So, dass du sich an Heilgift bekehrt sind, heute sage ich, und da hast du nicht mehr nicht zu verdammen. Es ist dort nicht fern, das sind die Verse, das dort in der Bibel ist. Viele Menschen, die leben mit einem Schuldgefühl, die leben so, die fühlen immer verdammt, oder die denken so, dass irgendwas immer verklärt. Aber wenn wir das wollen klar kriegen, dort, wenn wir in Christus sind, dann dürfen wir uns nicht so fühlen. Wenn es dann haben wir eine Sache steht. Als Kinder Gottes, dann können wir von der auch unsere schwachen Seiten dann rüberbringen. Wir können unsere schwachen Seiten auch unsere Fehler rüberbringen und dort darf uns eine bessere Gemeinschaft mit Gott und dort darf wir eine bessere Gemeinschaft mit mir selbst und mit anderen Menschen wehen wird. Weil nu kann ich mal so sein, als ich sein. Nu kann ich mir mal wissen, wer ich wirklich sein. Und nu kann ich mal Vertrauen fühlen und so weiter. Und ich glaube, das ist, was wir auch lange machen wollen, nicht so? Und da haben wir diesen Spruch hier, das ist ein Spruch, der einfach unglaublich ist. Ein unglaublicher Spruch, wird so sein, der das steht. Lass mir den hier noch einmal lesen. Römer 8, Vers 1, dort sagt ich, dann ist nicht mehr zu verdammen, und die in Jesus Christus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Jesus verlangt. Ist das nicht ein unglaublicher Spruch, was du hast? Meist nicht zu glauben, nicht so, dass du nicht mehr zu verdammen ist. Ich meine, wenn das nicht würde in der Bibel geschrieben sein, würden wir dort glauben, wenn ein Mensch dort würde sein? Weil nicht können wir dort klar haben, dass das erst wirklich in der Bibel geschrieben, dass das so ist. Weißt ihr, was das Gute denkt davon ist, wenn wir zu Jesus gehören tun? Dann darf wir nicht mehr an Dinge festhalten. Vielleicht, was wir uns mal versprechen haben, wir würden dort kein sein. Oder mis Angst, jemand wird dort anwollen. Vielleicht das Plätschchen diese Band, was ich auch lange mitgebracht habe. Was mich gequält hat für mein Leben. Was mich müde gemerkt hat, was mich krank gemerkt hat. Und auf einmal hastig kann ich dort abdrehen. Für jemand. Nu kann ich das vor Gott bringen. Und nu kann ich das noch zu jemandem mitteilen. Und die Person kann für mich beten. Und nu sind mal frei geworden davon. Und das ist, was viele Menschen fehlen. Die fehlt vielleicht, dass wir mit jemandem mitteilen. Weil ihr das wirklich geht. Eine vertrauensvolle Person. Weil ihr unsere schwachen Seiten bekannt, einer zu den anderen, ist sehr, sehr wichtig. Weißt ihr, warum das so wichtig ist, dass wir bekannt, einer zu den anderen? Wir wissen, dass Gott vergibt uns, aber dann ist es sehr wichtig noch, dass ich vielleicht mitteilen mit jemandem. Weißt ihr, warum das wichtig ist? Wenn dann kann die Person für mich beten. Ich wollte mal in Jakobus eine Vers verlesen, würde es so sein, dass, und hier sei ich nicht, wenn ich rede davon, bekannt einer den anderen, hier sei ich nicht, dort, wenn du eine schwache Seite hast oder ein Problem hast, dort die jede 2 Monate in Prediger fahren absehen. No, dort sage ich das hier nicht. Da heißt es her, wo das hier sein wird. Bekannt jene sind einer zu den anderen und bet einer für den anderen, dort die können geheilt werden. Das Gebet von einem Gerechten kann viel utrichten, wenn er ab ihrem ist. So bekannt einer zu den anderen. 2 Brüder, 2 Schwestern, und du einen Freund hast, dann geh und vertell ihm dort, damit, wo die das geht. Was ist die gute Sache, dass wir müssen zu wem rüberbringen, was in uns Bern ist. Weißt du, was das gute Ding davon ist? Die Bibel sagt, bet einer für den anderen. Dann kann mein Freund für mich beten. Dann kann ich mich verantwortlich halten. Dann kann mein Freund mich, oder was sein, mein Bruder oder Schwester, kann mich zu Schach halten damit. Aber wenn ich keinmal gut in Doll wem dort mit, da wird keiner nicht beten für mich, für dein Leben. Weißt du, was das nachfern ist, bekannt einer zu den anderen?
noch mehr als beten. Aber das sage ich, dann kann ich geholt worden. So, mit dort, wo ich mich lang mit rumgeschlagen, wo ich mich mit gequält habe, wo ich dann Meid geworden. Und ich habe das mitteilen, und ich bete das Bruder, der saß da für mich. Und ich kriege Heilung dafür. Was mir so wohl getan habe. Und ich kriege Heilung. Ist das nicht, was du fehlen hat? Bekennen einer für den anderen. Beten einer für den anderen. Und dann sage ich, der Herr wird heilen. Und das ist so sehr wichtig, dass Kinder Gottes das tun. Ich glaube, wir haben alle schwach gesehen und wir kommen alle hier durch das Hart. Und deswegen hat Jakobus das gesagt. So wichtig, dass wir einer für den anderen beten und dass ihnen vor Heilung fehlen. Weil sage ich, dann sei dort mit, dann soll dort mit jemand, wenn die dort fehlen. Und wenn wir das nicht mitteilen, dann kann ich nicht für die beten. Das können wir nicht. Dus eine Seite ist das, wir sind nur so krank, als wir Dinge geheim plitschen ans Leben holen. So, was für eine Dinge hast du in deinem Leben, wo du vielleicht so denkst, das wird mit den Kindern nicht sein. Oder du hast ein Versprechen gemerkt, das wird never zu wem sein. Aber ein Ding war klar, der Herr hat uns das betont, der hat uns vergift. Aber das ist ein bisschen so, ich will das Kind mitteilen und ich denke darüber an und das quält mit uns Bein. Und du hast es sehr fein, dass wir das mitteilen können. Wenn Satan, der verklärt den Mensch, und das wird sein, du hast kein Recht mit der Verklärung, wenn es Gott auf mich gerät, ich habe auf mich vergift. Und danach, ich habe das mitgeteilt und wir haben das über Gebet, wir haben Satan das Reich wahrgenommen. Aber viele fängt dort von der Schwur, mal wirklich mitzuteilen oder sich zu beweisen, so als sie sind. Befingen wir Schwur, warum? Warum befingen wir das so Schwur? Weißt du, warum wir das so schwur fingen? Uns stolz, weil dort nicht haben, dort uns nun auf einmal irgendwas soll werden. Uns stolz, weil dort nicht haben, dort uns nun auf einmal leiden soll. Wenn es wegen das würde mitteilen, wo meine schwache Seite ist, oder ich würde meine schwache Seite wiesen, dann würde mir Angst haben, mein Nun wird leiden. Einige Menschen, die leiden an Griff, oder an verschiedene Weide. Aber wie viele Menschen, weißt du, wo die an leiden tun? Die haben Angst, nun wird leiden. Die haben Angst, Dinge rüten, die haben Angst, schwache Seite zu wiesen, wenn es wo was mit mir nun passiert. Die kann ich mir doch für die Früh, für den Mond, für die Kinder. Und ich habe das rütgebracht, wie ich sehen. Und wenn ich nu würden wirklich, gleich antworten, wie ich sehen, und mein, was würden die denken über mich? Und wir wollen nicht haben, dass uns nun leiden soll. Ist das nicht so? Dann beschützen wir uns nun. So, du hast es sehr erfahren, dass wir können ungeschminkt, das meint ungefährdet, dass wir können für Menschen kommen, für Gott kommen, gleich so als wir sind. Ich habe hier zwei bitte Halt. Eins ein Rabbit bitte Halt, und eins ein gefährdet bitte Halt. Vermutlich, wie kommen für Menschen, das ein gefährdet bitte Halt. Mit einem gefährdet bitte Halt ist mit wenn wir anfangen, wenn wir nicht machen, das Fahrnetz, das vor wir losmerken, wir können hier dort arbeiten. Mit dem bitte Halt ist nicht gefährdet, hier würde ich durch so einen Futzkanal anschaffen. Aber wo beweisen wir uns fertig mit Menschen, so ist ein gefährdet bitte Halt. Mit was haben wir uns gewächst und gefährdet? Was haben wir fertig gegeben, wer wir sind? Dass wir uns nicht halten lassen, weil viele Menschen lassen sie nicht halten, wenn die haben sich gefährdet. Weißt du, was einzige gefährdet ist, was da an ist? Andere Menschen tun mir immer weh. Andere Menschen tun mir immer weh. Dort hast du nicht gefährdet, dass andere mich weh tun. Die tun immer beschuldigen. Was kann noch eine Gefährdet sein, was wir haben neu tun, warum du nicht jetzt an einen Krieg zu schaffen? Vielleicht kann eins sein, dass ich habe also sehr viel Gutes getan. Ich habe so sehr viel Gutes getan, dass du auch neu erfahren hast. Was könnte das nächste sein? Vielleicht ist es, dass ich selbst gerecht bin, dass ich glaube, ich habe noch never was anderes getan. Könnte das auf einmal sein? Vielleicht könnte es sein, dass ich vielleicht viel wem uitgehalten habe. Oder sogar, dass ich mich gefährdet habe, indem ich geleden habe. So, wenn die für Menschen kommen, die will sein durch uns,
Wo sind die uns? Als Gefährnis und red wie immer alles, dass es alles so fein ist mit ein? Viele Menschen, die sehen nach halb. Aber die kommen Gefährnis. Und die wollen nicht haben, die Gefährnis soll losbludern. Dass der vorbei oder können verdrisslich werden. Und du ist es sehr wichtig, dass wir können ungefährdet kommen und sagen, und das ist, wer ich sein. Ich bin fehlerhaftig. Mir fehlt Halb. Ich habe schwache Sieden. Mit dieser Person jetzt in Deutschland anzufangen. Hast du mal gedacht, warum du dein Leben nicht anderen Deutsch? Hast du auf einmal willst, du stellst die Gefahren nicht fair? Was denkst du davon? Und so wichtig ist es, dass wir uns handstellen, als wir sind. Und das bedeutet, dass ich ehrlich werden. Dass ich aufrichtig mit mir sein. Dass ich aufrichtig mit meinen schwachen Sieden sein. Weil das ist, wo ich kann Halb erregen. Aber wenn wir aufrichtig und treu sein, wer wir sind, das fordert Demut. Was ist der nächste Punkt, dass ich mich nicht handstellen, dass ich sage, mir ist Angst, dass ich meine Lorbeer verliere. Kann es sein, dass ich doppelsichtig sein. Zu einer Person rede ich so das, und zu der anderen Person rede ich so. Manche Menschen, dann haben ein schaftes Gesicht, dann wenn ich tüß sein, dann bin ich vielleicht ganz traurig. Zu anderen Menschen rede ich von einem Ding, und tüß zu meinem Partner rede ich ganz das Wort. Das ist zweigesichtig sein. Viele, die fangen schützt an, die sind beschützt an, indem dort sie zweigesichtig sind. Was sind die Folgen von, dass Menschen nicht will sein lassen, so aus der ist? Die Folgen sind, die Mensch hat Angst, mir wird nicht erlaubt werden. Wenn ich mich mal wo handstellen, so aus ein Rabbit halt, dass sie mir mal wahrlich sein können, so sage ich sagen. Die Mensch hat Angst, mir wird nicht erlaubt werden. Oder die wollen mich verachten. Oder mein Vertrauen wird weggehen. Hast du auch Angst dafür? Oder wo befängst du die, manche andere Menschen, manche Fremde? Wo befängst du die Mann an Frühes? Man wie das für seinem Geschäft, vorne Business bestritten, nehmen wir mit, haben wir zu Jas, sagen dann ist das? Oder sagen wir ist das? Die vorerst, ich glaube, wir haben alle manchmal einen schweren Zeit. Aber was bringt das dazu? Das ist ein Stolz in uns Bern. Ja, das ist ein Stolz Bern. So, was braucht das dann? Das ist sehr wichtig, dass wir Moment teilen, dass wir das klar haben, dass Jesus das mir nicht verdammt. Ich brauche mich nicht mehr für den Nächsten so bewiesen, dass wenn alles okay ist. Ich kann Sondersar sein. Ich brauche nicht mehr zweigesichtig sein. Ich darf nicht mehr Angst haben, mir wird nicht erlaubt werden. Oder mir wird verachtet werden. Warum nicht? Weil ich weiß einer, der mir laufen wird. Und ich weiß einer, der mich annehmen wird, als ich bin. Und ich weiß einer, der vertraut mich. Und das wird das brücken wird. So viele Leute, die sind, die leben noch in dieser Angst. Ich habe das ewig klar, dass sagen, yes, ich lebe für Jesus, ich bin bekehrt. Aber das Ding ist, die fühlen sich verpflichtet für gewisse Dinge. Kann nicht ganz up sein. Und da will ich Ihnen von dem Motto sprechen. Dass wir wollen ganz frei sein. Und ich habe eine gute Nachricht für Ihnen von dir. Für uns alle hat eine sehr, sehr gute Nachricht. Weißt du, was das ist? Die gute Nachricht ist, dass es in Römer Kapitel 8, Vers 31, weißt du, was das sein wird? Römer 8, 31 sagt es, was wollen wir hier zu sein? Wenn Gott auf uns sieht, wer kann dann gegen uns sein? Das ist die gute Nachricht. Gott ist auf uns sieht. Wer kann dann gegen uns sein? So, wenn Gott auf meine Seite ist, dann könnt ihr mir handstellen, so ein Revit halt, ich sein, wer ich sein.
dann darf ich mir das nicht mal schwer merken, mit einem Heckler sein. Oder mein Namen sein zu beschätzen. Wenn das Wort wie jetzt Gott hat meine sieht. Wo weiß ich, dass Gott hat meine sieht ist? Weil, weißt du, wo ich das weiß, dass Gott hat unsere sieht ist? Wenn wir die Bibel lesen, dann das sagt hier, euer wie geboren werden, euer hat die Welt den Grund gelegt, hat all den Plan, dass wir sollen seine Kinder sein. Das soll wir dass Gott auf unsere Seite ist. Weißt du, wo wir das noch sagen, dass Gott auf unsere Seite ist? Dass er sein Sehen dort für uns scheint. Dass sein Sehen gekreuzigt wird. Dass sein Sehen starb Kreuz in Abstand. Das ist ein Beweis, dass Gott auf unsere Seite ist. Dann haben wir einen Bibelvers, wo es morgen Kreuz ist. In Lukas Kapitel 23, Vers 41 und 42, würde es so sein, dass es steht. Hier werden diese zwei Männer, hier in der Geschichte von diesen zwei Männern, wo du bezieht, Jesus gekreuzigt werden. Hilf mal hin, hier in der Geschichte, nicht? Okay, einer von diesen Mörder, der lastet Kreuz eben an und sagt, wenn du der Christus bist, dann help dich selbst und auch uns. Aber der andere beschwächt haben und sagt, fragst du nicht einmal Gott? Willst du bist ohne dieselbe Verdammnis. Und wir kriegen mit Recht den Lohn, wie verdient haben. Aber das Mann hat nicht euer Schuld getan. Dann sagt heute Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in den Rechnen kommst. Was sagt Jesus dann? Wo beweist Jesus dort, dass das Mann, der am Kreuz hängen da, das Mörder, der wurde verdammt wird, der nicht sterben muss, wegen seine Sünden, was er getan hat. Weißt du, was Jesus dort bewiesen hat? Jesus sagte ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir in Paradies sein. Ich habe uns das verstanden. Das ist gleich unglaublich. Das Mann, der hängt am Kreuz genäht. Er musste sterben, er hat keinen Weg, darauf zu kommen. Aber er war dort so am Kreuz. Ab dem letzten Moment, du warst er dort an, dass Gott wie ab seine sieht. Und weißt du, was er dort anwenden wird? Weil das Mann, der dreht sich nach Jesus. Und er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in den Rechnen kommen wirst. Und ich denke mal an, ab der letzten Minute erfuhr das Mann dort, dass der Herr ab seine Seite ist. Hast du das auch erfahren, dass der Herr ab deine Seite ist? Bist du auch nur gekommen, dass du das erfahren hast? Kannst du das von dir auch sein, dass der Herr ab deine Seite ist? Man, ich wünsche, wir können alle klar haben, dass wir das sagen können. Hör ich noch einmal her. In Johannes Kapitel 8, du hast diese Geschichte so, wo du eine Frau ward in Ehebruch gegriffen. Und diese Frau, wir weiten dort, eine Person, die ward in Ehebruch gegriffen, die ward gesteinigt. Das sagt im Alten Testament, so eine Person soll gesteinigt werden. So, nie brauchen sie eine Frau, und nie wollen sie hören, was Jesus würde sein. Und weißt du was? Diese Frau, die soll gesteinigt werden. Jesus sagt zu diesem Mann, du so, du der Unsinn bist, schmied den ersten Stein. Ganz langsam, sagt es. Fang diese Männer an, von einer von den anderen, fang sie an, durch Futter zu gehen. Und leiten Jesus du allein an mit dieser Früh durch. Und weißt du, Jesus sagt, du der Unsinn bist, kannst einen Stein nehmen und schlagen diese Früh dort. Und du wirst keiner wahrlich tun. Willst du wir in aller Sinn. Aber da der Unsinn wir, da der Macht hat, diese Früh zu steinigen, da der Macht über Leben und über Tod hat, der nimmt nicht einen Stein. Kann man das verstehen? Der nimmt nicht einen Stein. Hei wir Unsinn. Hei seht gedacht, du der Unsinn bist, nimm den Stein. Hei hat könnt den Stein nehmen. Du wart diese Früh dort an, dass der Herr wir ab Erde sieht. Denk mal an. Bei uns du mal nehmen lassen. Diese Früh, die in Menschenaugen hat sich selbst nicht verdient aus dem Tod. Aber der wird in Jesus gebracht. Und diese Früh wartet an. Hier bei Jesus, dass der Herr es ab mir sieht. Ab der Früh, was in der Sinn darin wir, der wir ab Erde sieht. Man, wer kann je in R sein? Man sollte mit dem Herz tun, wie was ab Erde sieht ist. Und das wird eigentlich von der auch brauchen. Hast du das auch erfahren, dass der Herr ab deine Seite ist? Viele glauben, der Herr ist bloß ab meine Seite, weil ich seine Hammer so fan gewesen. Weil der Herr beweist sich hier so bei der euch zu sehen, dass ich seine ab deine Seite. Man, sind ich ever so dankbar, dass das so ist als dort.
Wanneer zijn we dat dan ei worden? Weet je wanneer we worden aanworden dat de Herr op onze zijde is? Want we is worden nur komen naar Arm. Want we worden naar Arm komen. Want we worden boosheid doen. We worden geloven aan Arm. Toen willen we dat aanworden dat de Herr de aas op mijn ziet. En wer weet hoeveel van der worden zijn, dat hij ik ganz klar ervaren. Dat ik zag me als een zender. Ik wie ganz in de een. En ik voel zo, keiner weer op mijn ziet. Ik weer verloren, keiner vriend niet. En een dag wordt het aan. Du weer dacht jemand weer, die weer op die ziet. En dat weer de Herr. Alle zijn vielleicht ready was die te verdomen. Alle haben die vielleicht schuif gekickt. Aber du denkst, ein Tag wird es an, dat is een Gott, dat is een levende Gott, en der wir du für uns. Das ist nicht so? Man, als dat nicht auch eine Freude war, bist du mutig dafür? Kannst du das von dir wirklich vom Herzen sein, dass der Herr der ist für mich? Wer kann an jeden uns sein, nicht so? Noch Römer Kapitel 8, Vers 1, würde es das wieder sein, 8, Vers 32. Dort sagt, wo da sie einen Sinn für uns alle Hand gibt, uns dann nicht alles mit schenken? So, also, wo der Herr, der hat den Sinn gegeben, hat es gekriegt, hat jengbar dort für unsere Sinnen. Hat er uns da nicht alles gegeben? Na, viele Menschen denken so, na ja, ich weiß dort, dass der Herr ist gestorben für unsere Sinnen. Aber das eine Ding, was ich getan habe, dort ist für euch. Dort wird er mir nicht vergeben. Ich meine, für all die anderen vielleicht ja, aber für mich vielleicht nicht. Für mich ist nicht Vergebung, hat vielleicht jemand gesagt. Weißt du, wenn der Herr alles gegeben hat, glaubt ihr nicht, der hat dann alles betont? Eben sogar mit all den Dingen, wo Satan die Probe von dir zu verklären, in ein Schuldgefühl abzuleiten, der hat alles betont. Bei uns bis mal ein Bild merken, bei uns bis mal das bekicken. Wenn jemand würde jemand in nicht Haus geben, glaubt ihr nicht, der würde jemand nach den Schlüssel abgeben für den kleinen Schlüssel? Dann würde er sagen, sure. Wenn jemand würde jemand ein Haus geben, würde er nicht nach sein, der Bootstuf, auch der Schlupfstuf kann ich auch brauchen, nicht? Was ihr sagt, mir dort. Der Herr hat uns alle gegeben. Ich meine, heute sagt, wir können vollkommen arm sein. Und weißt ihr, was diese Vollkommenheit ist? Dass wir ganz vergeben sind. Dass er unsere Schuld ganz betont hat. Nicht bloß im Bett, ganz. Alles, unsere kleinen Dinge, große Dinge, die sind, hat er alle umgekriegt, 2 Reden, und hat das betont für uns. Glaubst du das auch? Satan hat keine Macht, uns zu verklären. Wenn es nicht habt, auch klar hat uns alles gegeben, nicht? 33 Vers sagt, wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Weißt du, wenn Gott seine Utgewählte sind? Das sind all die haben sich tragen gelobt und die haben sich Jesus heimgegeben. Das sind Gott seine Utgewählte, das sind seine Kinder sind dort. Wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Gott ist dort, der an gerecht merkt. So, wenn Gott gerecht merkt, wer will beschuldigen? So, wer gibt Gerechtigkeit? Gott das. So, wenn Gott Gerechtigkeit geben wird, den Mensch, also muss unsere Gerechtigkeit wahrnehmen. Und wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Weißt du, wo die bleiben dort? Auf sie sehen gelacht. Wer von denen muss Struf leiden, wenn die Bruder ersetzt hat? Hilf mal hängen auf. Ich will Ihnen Geschwister auch gleich sagen. Kann ich die Hammer. So, das ist wie eine kleine Struf, ne? Aber denk mal an, Jesus hat Struf gelitten für uns alle. Für mich hat Struf gelitten für uns alle. Dann fühlen wir uns glücklich, wenn es uns Bruder muss Struf leiden für uns, wenn es der Schach kriegt, wenn es können so drehen, dass der das hat. Fühlen wir uns nicht glücklich? Dann sagen wir, man, ich bin eine Struf, sind vorbeigegangen. Ich bin so froh, dass mein Bruder das kriegt. Jesus kriegt die Struf. Für mich und die. Jetzt hat er unsere Gerechtigkeit genommen von uns und lädt ab sie sehen. Die muss wo bleiben. Und dadurch, dass er uns gerecht merkt. So, wenn Gott uns gerecht merken wird, wer kann uns dann beschuldigen? Wer kann? Keiner. So, dann darf wir nicht nur versuchen, uns selbst gerecht zu merken. Und vielleicht haben wir das wohl angefangen, nicht? Mit dem, dass wir uns so bewiesen, dass wir so gefallen werden, dass wir selbst gerecht sind und selbst so gut sind. Also natürlich, das ist, wo wir fertig, der Mensch, der prüft, dass selbst gerecht zu sein. Und ich habe aber immer gesagt, ich darf das nicht. Denn der Herr hat mir dort die Gift geschenkt. Und deswegen können wir nicht beschuldigen.
wenn es der Herr hat mir das gegeben. Weil wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit würden und uns nun schaffen, direkt wird selbstgerecht sein, dann wird eine große Ursache mit zu beschuldigen. Wenn es da würde sein, die hast das gleich ganz recht getan. Die hat so ein klein bisschen länger gesungen haben, die hat so ein klein bisschen besser gebetet haben, ein bisschen mehr Bibel gelesen haben, die hat so ein paar mehr Dinge getan und dann würde ich das anerkennen, dass du gerecht bist. Aber weißt du was? Ich bin für dir so dankbar, die nicht lesen kannst, nicht schreiben kannst, nicht singen kannst. Der Herr gibt uns die Gerechtigkeit. Sind wir nicht dankbar dafür? Und da wir uns dann nicht verdienen. Was Meier sagt das hier? Dort sage ich, wer will verdammt? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, und Meier aus dort, er wird vom Tod abgewagt und ist nu bei Gott zu der rechten Hand im Bett für uns. So wer will uns verdammt? Weil wir uns nicht manchmal verdammt. Ich meine, ich muss wundern, wer sich einmal erneuerlich verdammt. Wer wäre es ab dem? Falls ihr mal verdammt? Ich meine, ich weiß, was denkt ihr, das will nicht wissen. Aber anyway, wir fallen uns manchmal verdammt. Aber wer will? Wer kann? Wenn Jesus dort betont hat für uns. Er ist gestorben dafür. Und wer kann dann verdammt? Dann hat der Feind kein Recht dazu. Warum nicht? Weil es der Sehnhaft dort betont. Satan hat dort nicht betont. Die haben dort nicht betont. Das hat der Sehnhaft dort betont. Wer hat unsere Gerechtigkeit betont? Jesus hat das betont. Ja, das haben wir nicht betont. Mit wem waren wir dann pochen? Wem waren wir dann loben und preisen? Dann waren wir den loben und preisen, der dort betont hat. Aber er hat noch mehr getan, als das betont. Weißt du, was er noch getan hat? Er sagt, in mehr als dort. Er wird vom Tod abgeweicht. Er betont, und dann wird Jesus vom Tod abgeweicht. Das meint, er hat uns Leben gegeben. Und das Leben, was er uns gegeben hat, das ist ein Leben. Dass wir einmal können leben. Und das hat nie in ihm. So, nicht denkt mal an. Mehr als unsere Schuld betont, aber Leben gegeben. Ein Leben. Und halt mal her. Noch mehr als das. Er sagt, und es nu bei Gott, zu der rechten Hand, und bet für uns. Der unsere Gerechtigkeit betont hat uns Leben gegeben. Und dann noch mehr. Und ist er zu der rechten Hand Gottes. Und er steht an für mich und für die. Und er betet für uns. So Satan, der probiert uns zu verklären. Der probiert uns zu verdammen. Aber eigentlich kann das von dir klar haben. Wenn Satan das proben wird, dass eigentlich einen Vertreter bei Gott. Und uns Vertreter ist Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 2 sagt, wir können ja gesagt nicht singen, aber wenn doch wir singen sollen, dann haben die einen Vertreter bei Gott und das ist Jesus Christus. So wer kann dann verdammen? Keiner nicht, wenn es heute steht, Ende für uns. Und heute betet für uns. Ich habe uns das feststellen, heute betet dann auch für seine Jünger, wenn es heute seine Jünger, die sollen über mehr fahren und die Jünger, die wissen sich nicht, ob das Meer, wenn es die Wahlen, die werden so hoch. Und was tut Jesus da? Jesus wird am Boy und er betet für die Jünger da. Und von der ist er im Himmel und er steht da an, für mich und die. So wer kann uns verdammen? Keiner. Sind wir nicht dankbar dafür? Und dann sagt er, was kann uns Christus in der Leute wegnehmen? Sollen Leiden oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder das Schwert? Ich meine, was kann uns seine Leute wegnehmen? Ich wünsche, wir kriegen das alle von der klar. Nichts kann uns daran von seiner Leute. Warum nicht? Weißt ihr, warum nicht? Weil wir diese Klarheit haben. Dort Gott hat uns die Gerechtigkeit gegeben, die Sehnhafte betont, und der Heilige Jesus hat das bestätigt, dass es so ist. Römer Kapitel 8, Vers 18 sagt, der Heilige Jesus selbst gibt uns in Jesus das Zeichnis, das meint das Teken, dass wir Gott seine Kinder sind. So, wo wir das in den Denken, warum darf wir uns nicht verdammt fühlen? Warum kann Satan nicht uns mal verklären? Gott gibt die Gerechtigkeit, die Sehnhafte betont, und der Heilige Jesus bestätigt, dass es so ist. So, wer kann diese gehen? Kann ein Mensch gehen? No, er sagt, uns kann nicht schäden von seiner Leib. Absolut nicht. Nicht. Sag mal, die Frage noch einmal lesen. Was kann uns Christus seiner Leib dann wegnehmen?
Sollen Leiden oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder das Schwert, was können sie in Leute wahrnehmen? Wenn wir das können verstehen, das soll so eine große Freude sein, dass wir in das leben können. Und hast du auch diese Freude? Ich wünsche dir diese Freude. So, die möchte ich noch einmal ansporen. Die werden noch einmal alle top. Die werden noch einmal top sein, dass wir dann denken wollen, wer die Gerechtigkeit geben wird, wer die betont hat und wer dort bestätigt hat, dass das so ist. Weil wir alle top sein, Gott. Ja? Wer hat die Gerechtigkeit gegeben? Okay? Wer hat die betont? Jesus. Wer hat dort bestätigt, dass das so ist? Okay, gut. So, wenn wir das nicht wollen klar haben, dann darf wir uns nicht proben, selbst Gerechte mehr, nicht? Dann haben wir Gott danken und preisen und loben, wenn es heilhaft dort getan. Und dann haben wir Friesen. Dann habe ich nicht mal so Angst vor unsere schwache Seiten sein zu lassen. Dann sage ich, wer ich sein, die hast ich so einen Fehler auf. Ich habe schwache Seiten, aber danach sage ich gerecht vor Gott, wenn Gott hat mir das betont. Nicht so? Dann darf ich nämlich nicht immer drauf mehr mit Proben mein Leben zu vernetzen. Mit allen Händen. Gute Dinge. Dann könnte es sein, dass der Herr hat mir das gegeben. Und das wird gesund sein für mich. Für meinen Körper. Für meine Seele. Und ich will eine Freude in mir haben. Und ich wünsche, wir können Menschen dort alle sein. Wer die Gerechtigkeit, ja, wer die betont und wer dort bestätigen wird.